Ich werde der Sache nachgehen. What? Really? I didn't expect that. But thanks. It's always a pleasure to meet someone so selfless. I'm glad you arrived when you did. I'd start by figuring out who the cultists are. Or maybe ask around among the merchants here. Someone who lives or works in the forum must have seen something. But if you find them, please don't hurt or humiliate them. I suspect they're just confused. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wem werdet ihr eure Stimme geben? Well, Malleolus is talking about loosening some of the restrictions in this place. And while it's all a bit vague, at least he has a vision. Kann ich euch irgendwie umstimmen? My vote isn't for sale, if that's what you're asking. Ich werde jetzt gehen. Nice to talk to you. Okay, also ich halte fest. Es gibt Christen hier unten, die untergetaucht sind. Anschuldigende Nachricht. Virgil, sie sehen euch vielleicht noch nicht. Aber ihr solltet eines wissen, ich sehe euch. Anschuldigende Nachricht. Ich weiß, wer ihr seid und was ihr wollt. Kehrt von diesem Weg ab, weil wir alle für eure Sünden leiden. Okay. Letzter Atemzug. Okay, gelebte Demokratie. Ich bin ein Weg, Malleolus. Ein erstes Wahl, Malleolus hofft, sind dieses Max abzunehmen. Ich werde ihn irgendwie aufhalten müssen. Verschlossene Tür, wie man Malleolus wieder eindringen kann. Hinter verschlossenen Tür einen Weg in den Palast finden. Ein Dorn in der Pfote. Gerade wie ein Pfeil, einen Bogen erhalten. Weggespült. Okay, wir haben schon ein paar Ideen, dadurch, dass wir mit Virgil geredet haben. Wir wissen, glaube ich, habe eine Vermutung, wir können über den Fluss oder über das Wasser irgendwie in den Palast reinkommen, mit Naivia sprechen. Die Händler im Forum. Oh. Extinct Queer Solar ist. Der einzige Ausweg ist, wer immer das Klima wurde unterbrochen, vielleicht auf tragische Weise. Das ist also eine Kloake, okay. Dich hat's komplett zerrissen bei der Aktion. Öffentliche Gemeinschaftstoiletten. Öffentliche Gemeinschaftstoiletten, diese sind wohl für die Verwendung mit dem Schwamm an einem Stock gedacht. Das haben die Römer ja wirklich so gemacht damals. Nein, wir bleiben gerade im Forum. Salve. Okay, Georgius. Hello again, my sartorial friend. What is on your mind? Habt ihr eine Ahnung, von wem Virgil bedroht wird? This is troubling, is it not? I'm afraid I have no idea. It is ridiculous though. Virgil is a fine man. But my young friend Fabia confided in me that she saw someone leaving graffiti on his shop front last night. Perhaps you should ask her about it. I hope that our paths cross Das again ging aber soon. schnell. Ich würde erstmal den Nachbarn befragen. So, wer ist denn Fabia? Er hört durch ihre Ohren zu. Help! You have to do something! A man arrived in the baths. Real nasty sort, with his face all covered up. And he's got a weapon. You have to do something, or he's gonna break the golden rule. Ich werde sehen, was tun. Wie? Ich habe keine Waffe. None of us do. The magistrate made us throw them all into the chasm. So now this man's bow is the only one in the city. Bogen. You'll just have to improvise. Ich werde mich umgehend darum kümmern. Thank you. He's still in there, somewhere. I have to hide. Find me in this empty shrine when it's over. No.
Geht nicht dort hinein. What? Why? Vertraut mir einfach. Vertraut mir einfach. All right, fine. Come and find me in my bakery instead. Please be careful. Wer seid ihr? Fabia, but now's not the time. Ah. Save Fabia's life. Warum? Weil das Ding einschutzgefährdet ist, nicht wahr? Sonst, wenn sie Gott, nochmal gespart. Letztes Spiel schon laden. Okay. Das Ding ist einsturzgefährdet. Ah, okay. Sonst hätte ich das niemals lösen. Sonst könnte ich niemals weitermachen. Und wahrscheinlich müsste ich dann nochmal ganz nervig anders suchen. Nach Hinweisen. Das ist interessant. Ich kümmere mich zuerst mal um das in der... Der Dude mit der Waffe ist ein bisschen gefährlicher. Römische Bäder, da waren wir schon mal drin. Ihn habe ich auch schon mal gesehen. Stop right there. I'm looking for Tiberius Quinctius Crispus, otherwise known as Quinctius. Do you know where he is? Ich sehe, wenn in einem kleinen runden Schrein anbetet, das soll wohl zu eurer Linken. Das wäre eine Lüge, es würde ihn umbringen. Ich kenne keinen Quinctius. I'm not sure I believe that, so allow me to explain something to you. I am here with orders from Emperor Nero himself to find and execute the cultist Quinctius for terrible crimes against the Empire. So, if you tell me the truth, I will allow you to live. But if you lie to me or otherwise obstruct the Emperor's business in any way, I will put this arrow through your chest. Is that understood? Verstanden. Thank you. Now tell me, who are you people, and what is this place? Es ist nur eine kleine Gemeinschaft von Fremden, die zufällig hier gelandet sind. A small community. Ha! I was told Quinctius was a cultist, but I never thought he'd be foolish enough to lead me right to the heart of his mystery. Das ist jetzt schlecht. Augenblick, was ist ein mysteriöser Kult? Oh, don't play coy with me. I don't care if you're worshipping Bacchus, Magna Mater, or Christ. You lot are all the same to me. Always sneaking off to your secret sanctuaries, indoctrinating each other with your little mantras. The Emperor may have tolerated your activities up until now, but after what Quinctius did, those days are numbered. Irrt euch, wir sind keine Kultisten. You say that, but if you're not a cult, then why go to such great lengths to keep this place a secret? Wir halten es nicht geheim, wir sind alle hier gefangen. So you admit you're not allowed to leave. Ist nicht, dass wir nicht gehen dürfen. Wir können nicht. Es gibt keinen Weg hier raus. Threatening me is not going to help you. But in any case, that sounds an awful lot like a cult to me. And I saw the inscription saying, "The many shall suffer for the sins of the one." I take it this is some kind of mantra you all believe? Nein. Another lie. So you really do believe that? Fascinating. You've clearly been indoctrinated into this nonsense. Oh, wir werden gleich alle sterben. Now tell me, where did you lot get enough gold to make all these statues? Sie waren einst Menschen, die zur Strafe in Goldstatuen verwandelt wurden. You lot are practicing human sacrifice too. You people disgust me. Wir haben sie nicht in Gold verwandelt, das war ein Gott. Wir wissen aber nicht welche. Of course you'd say that, but that's what your kind do, isn't it? Our God told us to do Oh, it. scheiße. It's all clear to me now. The secret sanctuary, the indoctrination, the mantra, the human sacrifice. You're cultists. There's no doubt in my mind. What baffles me is how a person can believe in something with such zeal. They just can't see what they've become. However, you still have a chance to redeem yourself by telling me where Quinctius is.
Do not waste it. Das ist eine falsche Übersetzung. Was könnt ihr mir über Quinctius erzählen? Very well. Here's what I know. He's a 40 to 50-year-old man with distinctive eyes, one green and one blue. He's also known to have delusions of grandeur. The Emperor says he and his cult, your cult, are responsible for starting the fire which burnt half of Rome to the ground and killed thousands in the process. Vielleicht war der Kaiser auf der Suche nach einem Sündenbock? Who are you to challenge what the Emperor says? Were you there? Do you have spies and scouts all over Rome, like he does? No, you do not. This is your last chance. Are you going to tell me where he is or not? Ich weiß nicht, wer oder wo er ist. Then you're of no use to me. Do you have any last words? Er hat gesagt, er würde mich nicht töten, wenn ich euch die Wahrheit sage. Ach so. Ihr habt keine Ahnung, was vor euch liegt. Ah, you'd squander your last words on an empty threat. Now it's my turn to tell you something. Once I'm done with you and Quintius, I intend to kill every last one keine of Sorge. you wretched degenerates. Das hast du bereits And I getan. can think of nothing I'd enjoy more. The many shall suffer for the sins of the one. Wow. Wo muss ich hin? Lass mich gerade überlegen. Ich kann doch jetzt noch ein bisschen Geld klauen, oder? Okay, das wird immer mehr. Okay. Dann lade ich wahrscheinlich direkt wieder vorne am Eingang. Ich habe mir gerade gedacht, jetzt kann ich Geld klauen, aber das werden richtig viele. Letzten Speicherstand laden. Das müsste direkt da losgehen, wir müssen Autosave gemacht haben. Ja. Shh, I'm hiding. Römische Bäder. Stop right there. I'm looking for... Ich versuche es mal so gerade zu spielen. Ich schwöre, ich habe nicht gelogen. Verstanden. Oh, you... You... Of... Very well. Do you have any last words? Okay, ja. What? Son of... The many shall suffer for the sins of the one. Ich muss nochmal durch das Portal und so ganz, ganz schnell. Ah. Ach Mist. Okay, ich versuche mal jetzt einen anderen Weg. Letzten Speicherstand laden, dann versuche ich ihn jetzt einfach mal in diesen Ding reinzulocken, aber ich glaube, wir kommen da nicht raus. Wir müssen ihn, glaube ich. I'm hiding. Ich glaube, wir müssen ihn... Wir müssen nochmal eine neue Zeitschleife beginnen. Stop right there. I'm looking for Tiberius Quinctius Crispus, otherwise known as Quinctius. Do you know where he is? Ja, ich sah, wer in der Stadt einen kleinen runden Schrein anbetet. Das zweite Gebäude zu eurer Linken. Thank you. For your service to the Empire, I'll let you live for now, but you'd best make sure Aber our damit habe paths ich don't doch cross auch again. gelogen und damit eine Sünde begangen, oder? Ich glaube, man kommt aus dieser Situation nur raus, indem er stirbt. Also indem alle sterben.
Okay, doch nicht. Er ist aufgelöst, Eindringling, okay. Okay, okay. Holzbogen. Ja, okay, dann haben wir den Holzbogen. Das ist einfach, als ich dachte. Also ich darf offensichtlich lügen, weil Lügen keine Sünde ist. Das ist gut zu wissen. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. Benar, gefiederter Pfeil, Holzbogen. Kopfgeldaushang. Kaiser Nero, auf Befehl von Kaiser Nero als treue Söhne Roms werden angehalten. Alle treuen Söhne Roms werden angehalten, den Brandstifter und Mörder Tiberius Quinctius Crispus, ein Bürger aus dem Aventinbezirk Roms, aufzuspüren und zu töten. Er ist etwa 40 bis 50 Jahre alt. Er ist durchschnittlich groß, durchschnittlich gebaut, hat dunkles Haar und ein grünes und ein blaues Auge. Er trägt für gewöhnlich keinen Bart. Er ist ein bekanntes Mitglied der Kultisten, leider unter Größenwahn. Kaiser Nero hat die Hinrichtung des Kultisten zum Ding befohlen. Okay, gut. Finden, den Mann mit dem grünen und einem blauen Auge. Okay, das war einfacher als ich dachte. So, jetzt gehe ich mal in die Bäckerei. Fabian wohnt da ja. Oder arbeitet dort. You took care of him? Er hat einen tragischen Unfall in diesem Heiligtum. An accident? So, it's over? Oh God, it's such a relief. I really thought we were all going to die. I do have a question though. That shrine, the one I was going to hide in, did you know it was going to collapse? Wenn ich ja sagen würde, würde ich Mord eingestehen. I don't understand. Oh, I see. I should probably keep my big mouth shut then. Sorry. I promise, nobody else will ever know what you did. But I know. Es war ein tragischer Unfall. Thank you. Ein Vögelchen hat mir das gezwitschert. Lass die Starten helfen mir. Welcome. I'm Fabia. Sorry, I was a bit frantic before. Need anything? Das ist eure Geschichte. Oh, there's not much to tell. I mostly just bake bread and try to help out where I can. Wie seid ihr hier gelandet? I suppose it all started about 8 months ago. I was living in Rome with my family when I got sick. Terrible timing. My pa had just arranged a husband for me. A fisherman's son. I was about to meet him for the first time when I came down with an awful fever. I spent the next week in bed. Pa paid priests to make offerings to Asclepius, a white rooster, then a goat. But nothing worked. In the end, they decided I'd do better outside the city. Clean air in the countryside would do me good, they said. But after about a day in a carriage on the Appian Way, I was getting worse, not better. I remember closing my eyes for a bit, and I guess I must have fell asleep, because when I opened them again, I was in a forest by a river. I suppose the driver took off with his fee and left me for dead. Can't say I blame him. I wouldn't have wanted to catch what I had either. Anyway, I went searching for help, stumbled across the trapdoor temple, and here I am. Das ist seltsam. Die meisten anderen waren in Rom, bevor sie bald aufgewacht sind, aber ihr sagt, ihr wart einen Tagesritt entfernt. Oh yeah. I suppose you're right. Hadn't really thought about it. But the gods are mysterious and powerful. Who knows what their plans are for us? Haltet ihr von der goldenen Regel? Oh, I try not to worry about it. I mean, if people are nice to each other, we won't have anything to worry about, will we? Ich mag euren Optimismus. Thanks. And I like your teeth. They're so white. And your clothes. Oh, I bet my friend Georgius would like to get a look at you. And I'm sure he'd love to chatter about the golden rule with you too. He'll be just across the forum in his shop.
Habt ihr eine Ahnung, von wem Virgil bedroht wird? Terrible shame, that is. Maybe this'll help. Late last night, I was cleaning my oven when I heard some noises outside. The forum's usually dead quiet at that hour, so I came out to see what was going on. To be honest, I thought maybe poor old Dooley had got out of his cell and was snooping around again. So I put my head out and saw someone in front of Virgil's shop. I couldn't tell who. It was too dark. I called out to them, but they just turned and ran off without a word. All I remember is they ran past a lit torch, and the light glinted off something metallic. Armour, I think. So I suppose it could only be one of three people. Horatius, Domitius or Rufius. I hope that helps. Horatius, Domitius oder Rufius. Danke, das hilft tatsächlich. All right. Thanks again for taking care of our problem. I won't forget it. You there! I'm sorry to trouble you, but I couldn't help but notice that fine bow you're carrying. Ja. No idea how you managed to get your hands on it, especially in the light of our dear old magistrate's ban, but I'm impressed. And before you ask, no, I wouldn't dream of trying to buy it from you. I have no use for a wooden bow myself. But I would like to propose a joint business venture of sorts. Fahrt fort. Tell me, do you have any idea how people here end up as golden statues? Stadt und erwachen zum Leben und schießen mit goldenen Bögen Pfeile auf sie ab. And here I was thinking I was the only one to figure it out. In any case, supposedly one or two of those arrows is enough to turn a full-grown man into gold. Now, of course, that is a travesty, a terrible, horrible waste of human life which has to be stopped. And yet, on the other hand, I can't help but think of a tale told by that Greek fella Aesop, the goose that laid the golden egg. With the ability to transmute organic matter into gold, one could create infinite wealth. Use your imagination. Golden animals, insects, trees and plants. The Midas touch without the drawbacks. We are talking riches beyond imagining. And even if we were to split all those riches between the two of us, half of infinite wealth is still infinite. Interested? Zum einen mal gute Nacht, Kai. Schön, dass du da warst. Wir sehen uns noch beim nächsten Stream, denke ich. Und ja. So. Ich denke, die goldene Ganze ist als abschreckendes Beispiel gedacht. Ich denke, das ist als abschreckendes Beispiel. Das klingt höchst unethisch. Oh, I'm not suggesting we use such a bow on people. There's no profit in breaking the golden rule. In diesem Fall fahrt fort. Excellent. So the first question is, how do we get our hands on one of those golden bows? Now, I have a plan, but first, tell me, are you familiar with the story of the goddess Diana? Nein. No problem. Allow me to explain. Diana is our goddess of the hunt, the moon, and the underworld, depending on who you ask. The one thing priests and poets agree on is that she carried with her a golden bow and a quiver of golden arrows. And it just so happens that there is a shrine of Diana in this very forum, with a prominent statue of the goddess herself. And would you like to guess what she's holding in her hand? Einen goldenen Bogen. Precisely. I can't tell you how many hours I've spent in that temple staring at it, trying to figure out how to retrieve it without breaking you know what. Aber ihr wollt, dass ich ihn stehle. Oh, gods no! If you tried that, we'll be dead within moments, I'm sure. No, here's what I propose. You give your bow to me, I cover it in a thin layer of gold leaf, and we create a replica of a golden bow. Then you enter the shrine, extinguish the braziers, and under cover of darkness, swap out the fake for the original. It's not theft exactly, it's more of a trade. But make no mistake, this is a dangerous path, and there's no way of knowing where it will lead. But in my experience, all the best adventures begin with a risky first step. Now, you must have questions. Ask away. Warum könnt ihr das nicht selbst I'm more machen? of an ideas man, whereas you're obviously the more resourceful and heroic type. I have complete confidence in you. Ist das nicht ausgesprochen gefährlich? When Prometheus stole fire from the gods and became a hero to all mankind, do you think he was worried about the danger? Prometheus wurde auch für alle Ewigkeit bestraft, wenn ich mich richtig erinnere. Only because he was silly enough to get caught. Kann ich ihn nicht einfach nehmen? Because the gods would see you, of course. Hence my proposal. Das war alles. So, are you in, partner?
In Ordnung, ich mache es. Wenn du keine Action- oder Horror-Elemente sehen möchtest, ist das eher nicht für dich, okay? Tipp, wenn du keine Action- oder Horror-Elemente sehen möchtest, ist das eher nicht für dich. Ja, in Ordnung, ich mache es. Wonderful. Now, if you'll hand over your bow, I can get started applying a layer of gold leaf. This is a quality weapon. Now, bear with me for a moment. And here we are, a gold leaf bow. Okay. Now I've gone and unlocked the Shrine of Diana for you, so as quick as you can, head on inside. It's just at the end of the street on the left. May the gods not watch over you. Aber läuft jetzt auch nicht langsam die Zeit ab? Der Indianerschrein, jetzt muss ich erstmal die Lampen ausmachen. Feuer stellen. Speziell herum auf die Knie, der anscheinend für 12 Gebete spricht vielen offensichtlich auf taube Ohren. Inspizieren. Eine große Steinstatue von Diana, die antike römische Göttin, der antiken römischen Göttin der Jagd, des Mondes und der Unterwelt. Is that you, partner? Do you have the bow? Wonderful. Just go ahead and slide it under the door for me and I'll unlock it for you. Ich wusste, ich hätte euch nicht vertrauen dürfen. And yet you did. And now, here we are. With me out here, and Oh you my- in there. Until you give me my bow. Kann das nicht gegen die goldene Regel verstoßen? Ihr sagt, ihr würdet den Reichtum zwischen uns beiden aufteilen. No, technically, I never said that. I said, if we were to split all those riches between the two of us, infinite wealth is still infinite. Da hat er recht, It's ja. hardly my fault if you can't tell the difference between a hypothetical and a promise, now is it? Oh, I do love a good loophole. Das Loophole ist, indem man in Hypothesen spricht und nicht in Fakten. Kann ich euch noch vertrauen, nachdem ihr mich so hintergangen habt? You're just gonna have to take your chances, I'm afraid. The bow, now. And don't even think about giving me the fake one. I'll recognize my own handiwork. Selbst wenn ich ihn euch geben würde, würdet ihr mich sicher hier zurücklassen. Vergesst es. I would reconsider my position quickly if I were you. I'm not sure if you noticed, but you're stuck in there with a hornet's nest, and they can be rather aggressive toward intruders. You know, some say it takes 27 hornet stings to kill a man, but I always wondered how anyone could have known that. Let's find out if they were right, shall we? Komme ich hier raus? Ja, was ist denn mit dem Nest? Okay. Ich habe auf niemanden geschossen. Ich habe ja einfach nur mich selbst befreit. Das ist eigentlich ganz gut. Alte Truhe. Fiederter Pfeil.